Guckt mal, was ich hier habe. 1000 Batterien. Das hier sind ungefähr 1,2 Kilowattstunden. War das eine gute Idee, sie zu kaufen? Nein. Werde ich sie trotzdem einsetzen? Wahrscheinlich nicht alle. Einige werde ich rausschmeißen müssen. Das Problem ist, ich habe einige geöffnet. Einfach mal aus Neugierde habe ich nur den Kunststoff außen weggemacht und die haben schon Ansätze von Rost. Ich vermute mal, dadurch, dass das Nickel-Metallhydrid-Akkus sind, dass die jetzt nicht Ewigkeiten halten werden. Und ich habe auch schon einen Großteil davon, ja, von den ungefähr 1000 Stück, die ich bestellt habe, habe ich ungefähr 80 zurückgeschickt, weil sie defekt waren, schlicht und ergreifend. Ich möchte hier ein bisschen auf die Akkutypen eingehen. Der simpelste Akku oder der am meisten verwendete Akku im Autos zumindest ist eigentlich der Bleiakku. Mit dem kann man nicht viel falsch machen. Wenn man den an den Generator angeschlossen hält, der 14 Volt hat, dann geht an dem nichts kaputt. Und solange man ihn nicht tief entlädt, passiert auch nichts. So ein bisschen der Handwerker unter den Akkus. Dann haben wir die Lithium-Ionen-Batterie. Lithium-Ionen-Batterie ist der Workaholic unter den Akkus. Tendiert ein bisschen zum Durchbrennen, tendiert ein bisschen zur Überarbeitung. Aber das Schöne an der Sache ist, wenn er funktioniert, dann funktioniert er. Er ist leider nach ein paar Jahren hinüber, weil er sich selbst zerstört. Hat ein bisschen was mit dem Lithium zu tun, das an den Elektroden reagiert. Dann gibt es die Nickel-Cadmium-Akkus. Nickel-Cadmium-Akkus sind so Zwischenstufe zwischen Bleiakku und Lithium-Ionen-Akku. Sie sind nicht so brandgefährlich, aber sie funktionieren leider auch nicht so toll wie Lithium-Ionen-Akkus. Lithium-Ionen-Akkus kann man wirklich starke Stromstärken rausholen. Sind auch giftig, weil Cadmium drinnen ist. Und als Ersatz dafür hat man den Nickel-Metallhydrid-Akku erfunden. Nickel-Metallhydrid, das ist so die Diva unter den Akkus. Tiefentladen, tot. Überladen, tot. Zu viel Strom, tot. Zu wenig Strom, tot. Dendritenbildung. Zu hohe Spannung, tot. Zu niedrige Spannung, tot. Schaut man schief an, tot. Mehr als 300 Ladezyklen, tot. Und das sind die Akkus, die ich bestellt habe. So, und was haben wir jetzt hier? Also wir haben hier ungefähr 20 Nickel-Metallhydrid-Akkus und hier die Ladestation, die ich dafür verwenden werde. Das ist 1 Ampere, das sind ungefähr 5 Watt an Ladestärke, die ich da habe. Und das sind ungefähr, ja, warte mal, 20, 21, 23, 24, sollten 24 Wattstunden an Energie sein, die da unten liegen. Also jede von denen hat 3,6 Volt. Die erreicht das auch. Eigentlich sind sie bei 4, irgendwas Volt, aber das macht ja nichts. Und nachdem das hier nur 1 Ampere kriegt, naja, eine von denen ist 10 Cent wert. Ja, ich kann jetzt einfach die alle nehmen, miteinander parallel schalten und dann die hier anschließen. Mit einer Diode zwischendrin, versteht sich. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass 2 oder 3 der Zellen anfangen zu blubbern. Das hatte ich schon, das liegt da oben. Bei denen sind die Zellen bereits defekt ausgeliefert worden. Die bringen nur 2,5 bis 2,8 Volt, was mir sagt, dass eine der 3 Zellen defekt ist. Schlicht und ergreifend. Und die halten auch eine Weile. Also die Diode da hinten, die brennt jetzt schon seit ungefähr 20 Stunden. Da laufen 11 Milliampere durch, circa. Jetzt werden es wahrscheinlich eher 8 sein, weil die Spannung ein bisschen abgesunken ist. Was bedeutet, seit 20 Stunden circa 11, das heißt, das sind mindestens 220 Milliampere-Stunden drauf. Und draufstehen tun 330 Milliampere-Stunden. So, ob die Zellen hier gut oder schlecht sind, mache ich relativ einfach. Ich messe den Ladestrom und wenn alle 3 Zellen in Ordnung sind, dann ist hier der Ladestrom 20 Milliampere und bei denen, die schlecht sind, ist der Ladestrom 70 Milliampere. Also beziehungsweise wo eine Zelle ausgefallen ist, ist es 70 Milliampere. Das wäre jetzt eine 20 Milliampere Zelle, wie man hier sehen kann. Und bei dieser Zelle hier sind sogar
Also bei dieser Batterie sind sogar 2 Zellen ausgefallen. Und bei diesen beiden hier ist nur eine ausgefallen und deswegen zieht 70 mA. So, und so lade ich jetzt gerade eben die Zellen auf. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich habe einen kleinen Test gemacht. Und zwar habe ich jede einzelne Zelle abgesteckt und geguckt, ob hier die Spannung einbricht, um zu schauen, ob eine dieser Zellen einen Kurzschluss hat. Ich habe vor, die auf ungefähr ein Viertel ihrer vollen Ladung hochzuladen, damit sie zumindest aus dem tiefentladenden Zustand rauskommen. Dann packe ich sie alle da drüben rein und misst nach 2-3 Tagen ihre Spannung nochmal. Und wenn sich dann ihre Spannung zu sehr geändert hat, das heißt unter die 3 Volt gefallen sind, dann sind sie in meinen Augen defekt und werden zurückgeschickt. Ansonsten lasse ich das einfach so und verwende sie dann. Ich bin mal gespannt, wie ich das löse mit diesem einen Problem mit dem, Zusammenschalten und so weiter und so fort. Kurz zur Erklärung, Nickelmetallhydrid sollte man eigentlich nicht über die Spannung laden, weil die Spannung je nach Temperatur variieren kann und je nach Eigenschaft der Batterie variieren kann. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Ich habe jetzt dummerweise für diese Schaltung den falschen Widerstand verwendet, sodass die Stromstärke nicht stimmt, aber wie es scheint, sind diese Batterien alle in Ordnung. Wie üblich werde ich das Ganze testen, indem ich einfach eine Batterie volllade, soweit es geht, und dann gucke, welche Spannung sie über einen Tag lang hält. Und die nehme ich dann sozusagen als Referenz, wie viel Strom ein normaler Nickelmetallhydrid-Akku ziehen sollte, wenn er in Ordnung sein sollte. Es verspricht zwar nicht, dass der Akku wirklich in Ordnung ist, aber es ist die einfachste Art und Weise und wir haben bis jetzt gute Resultate damit. So, und wie ich es erwartet habe, wir sind jetzt bei ungefähr 900 mAh, die wir reingesteckt haben. Und die Spannung ist 4,30 Volt. Um nachzugucken, wie andere Mobilteile oder andere Teile des Überladeproblems angehen, habe ich mal nachgeguckt, was macht eigentlich mein Mobilteil. Dazu habe ich das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, gehackt ist falsch. Ich habe halt einfach 2 Drähte gearbeitet, sodass ich die 2 Proben von meinem Multimeter einführen kann oder anschließen kann. Und ich habe festgestellt, das Teil hält eigentlich prinzipiell eine Spannung von 2 mal 1,45 Volt ungefähr. Das heißt, obwohl es geladen zeigt, werden die Akkus ein bisschen überladen. Also nicht viel. Es ist wirklich eine Spannungsdifferenz. 1,44 Volt haben die Akkus, wenn ich das Teil jetzt trennen würde, hätten sie 1,44 Volt und 1,45 Volt haben sie gerade eben. Ich habe es über die Zeit beobachtet. Es bleibt 1,45 Volt. Ich vermute mal, dass die einfach eine Festspannung an der Stelle anlegen. Und wie soll ich sagen, das dann als Entladeschutz, Selbstentladeschutz verwenden, sodass die Akkus geladen bleiben. So, wie man sehen kann, halte ich jetzt ganz blöd die Sachen dran. Und wir haben exakt 4,30 Volt. Und ab hier schalte ich ab, weil 4,32 Volt würde bedeuten, die wären voll. Das Problem ist bei denen, die halten die Spannung nicht, je nach Temperatur verändert sich die Spannung von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Jetzt lasse ich es halt einfach zu 95%, ist jetzt einfach so Problem gelöst. Okay, was wir hier haben, ist gerade eben der Prototyp mit 2 Solarzellen, die jetzt gerade eben in dem Moment 300 mA mal 5 Volt ungefähr leisten. Ich vermute mal, es sind 300 mA. Das letzte Mal, als ich es bei dieser Spannung gemessen habe, waren es ungefähr 300 mA. 300 mal 5 sind ungefähr 1,5 Watt. Und hier haben wir 36 Batterien. Jede von denen hat ungefähr 1 Wattstunde an Leistung. Ich lange mal kurz rein, ob eine von denen heiß geworden ist. Aber ich habe vorhin die Spannung gemessen. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Und die werden gerade eben geladen. Und wie man hier sehen kann, habe ich 4 Dioden
Und an jede dieser Dioden sind, oder an jede diese, ja, sind genau 9 Batterien mit je einer Wattstunde pro Batterie. Es sind also hier 36 Wattstunden. Und mal im Vergleich dazu, das sind 37 Wattstunden Lithium-Ionen. Bereits verpackt. Mit Ladeeinheit. Und sie kann 2 Ampere liefern. Also das Teil hier ist um einiges kompakter und um einiges besser. Das heißt, ja, man merkt so, warum man heutzutage überall Lithium-Ionen-Akkus verwendet. egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, keine Arbeit ist mir egal, keine Geld ist mir egal, zweite Mahnung ist mir egal, Roboter mit Senf ist mir egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, das ist ein Wal, das ist ein Saal, schau ins Regal, Steven Seagal, ist mir egal, diese Lied Scheiße, ist mir egal.